Hallo, Servus, grüße euch auf dem YouTube-Kanal vom Pomade-Shop. Ich bin der Max, ich habe wieder mal das Vergnügen, dass ich euch ein kleines Review zeigen darf. Falls ihr uns nicht kennt, wir, der Pomade-Shop, haben uns auf Haarstyling-Produkte spezialisiert. Seien es Oldschool aus den 30er bis 50er Jahren oder auch immer mehr neue, moderne Produkte für neue Styles, für moderne Styles. All das findet ihr hier bei uns auf unserem Kanal, auf unserer Webseite, auf unseren Social-Media-Kanälen. Da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Schaut euch mal um, vielleicht ist das ja was für euch. Genau, ich darf natürlich, wenn es um Lockharts geht, bin ich der Mann. Es ist einfach so. Und zwar, es ist Herbst. Wir haben Herbst, bald ist wieder Halloween und das heißt, jeder, der Lockharts kennt, weiß, es ist Fire and Brimstone Season. Und ihr seht, ich freue mich da immer sehr, sehr drauf. Was uns auch aufgefallen ist, das kam auch als Kommentar und als Nachfrage, vielen Dank dafür, wir haben das Fire and Brimstone Matte Clay noch gar nicht gereviewt. Jetzt ist es Zeit dafür. Ich will gleich von vornherein auf die Verpackung eingehen. Das wird in manchem Lockharts-Enthusiasten schon aufgefallen sein. Die Dosen ändern sich beim Steve des Öfteren mal. Liegt ganz einfach daran, dass es diverse Versorgungsengpässe gibt und er halt leider nicht immer rechtzeitig an die gewohnten Dosen kommt, was halt, ich sage jetzt mal, auf der anderen Seite auch ganz cool ist, weil das dann die einzelne Dose nochmal zu einem besondereren Sammlerstück macht. Weil du nie weißt, ist jetzt die nächste Charge, die ich bekomme, wieder die gleiche Dose oder gibt es jetzt mal eine neue. Deshalb, hier seht ihr auf jeden Fall noch eine etwas ältere Version. Es könnte sein, dass dieses Jahr, dass ihr da eine andere Version bekommt. Genau, also so viel erstmal hier zum Design dieser sehr, sehr schönen Büchse. An sich, das Produkt ist dem Standard Matte Clay von Lockharts sehr ähnlich. Der Hauptunterschied, abgesehen von der Farbe, die hier leicht gräulich ist, im Gegensatz zur sonst eher zum gelblichen Matte Clay, ist natürlich der einzigartige Fire and Brimstone Duft. Der ist toll. Der ist mir persönlich im Clay ein wenig zu unpräsent im Vergleich zu der ölbasierten. Die habe ich hier gereviewt. Was natürlich auch an den Inhaltsstoffen liegt. Denn es ist zwar, das ist nämlich auch nochmal das Besondere, es ist ein Wachs, ein ölbasiertes Clay, das an, ich glaube, ich habe mit Flo vorhin drüber geredet, 1, 2, 3, 4, genau, an 5. Stelle ist zwar Wasser mit drinnen, aber das langt schon nicht mal mehr, um das ein unorthodox ölbasiertes Clay zu nennen, weil das ist zu weit hinten, das hat dann zu wenig Einfluss an sich, vor allem auf die Auswaschbarkeit. Das ist dann nämlich das Besondere, wir haben halt hauptsächlich Bienenwachs, Kaolin und Petrolatum, also Vaseline da mit drin. Das ist nämlich nochmal das Besondere. Und eben das angesprochene Kaolin, das hat man bei ganz, ganz vielen dieser Produkte, hat einen, ich möchte sagen, etwas intensiveren Eigenduft und stellt den Duft des Produktes dann ein bisschen hinten an. Und das merkt man, finde ich, gerade bei dem Matte Clay Fire and Brimstone besonders. Da ist dieses Schweflige, was man dann normalerweise in der ölbasierten sofort wahrnimmt, ist da ein bisschen im Hintergrund. Kommt ein bisschen mehr raus. Entwickelt sich ein bisschen mehr, wenn man es verrieben hat und in den Haaren hat. Allerdings ist der Duft nicht ganz so präsent wie bei den ölbasierten oder auch der wasserbasierten Fire and Brimstone. Was dann vielleicht gerade aber von Vorteil sein könnte, wenn ihr sagt, okay, den Duft mag ich an sich, aber der ist mir zu heavy, der ist mir zu schwer, zu heftig. Dann wäre vielleicht gerade dann nämlich das Matte Clay wieder genau das richtige Produkt für euch, weil ihr den Duft zwar habt, aber der kommt nicht so, der knallt nicht so rein, sondern kommt schön smooth. So viel dazu und der Duft, aber macht mir trotzdem Spaß. So, ich fange jetzt auch mal an damit. Ich habe minimalste Restfeuchte in meinen Haaren. Die sind komplett produktfrei. Ich fange an, die Entnahme ist, ich habe es gesagt, es ist ein wachsbasiertes, ein ölbasiertes Clay und da braucht man erstaunlich viel Druck, muss ich jetzt wirklich mal sagen. Es ist zwar jetzt auch ein bisschen kühl hier im Showroom, aber ihr braucht schon ein bisschen Schmackes bei der Entnahme. Deshalb würde ich tatsächlich auch den Nagelrücken empfehlen. So, das Verreiben geht dann, naja, wie gesagt, wenn ihr ein bisschen Kraft bei der Entnahme braucht, braucht ihr es beim Verreiben meistens auch. Also schön
einarbeiten, geht dann aber auch, sobald ein bisschen Wärme von den Händen dazukommt, geht das auch relativ fix. Da ist es dann gar nicht mehr so wild. So, ich habe es verrieben. Ihr seht kaum Rückstände. Ihr habt gesehen, in der Dose komplett grau, in meinen Händen im Grunde kaum noch wahrnehmbar. So, und da wir hier ein Clay haben, ein mattes Produkt, möchte ich auch ein bisschen, sag mal, die Frisur dafür mir ein bisschen stylen. Also ich mache es ein bisschen wilder. Ein bisschen, also die Haare nach vorne und ein bisschen mit den Fingern. Einfach, da ist dann nämlich das ist nämlich super. Ihr habt ja die Menge gesehen, die ich verwendet habe. Und damit bin ich im Grunde auch schon zufrieden. Ich bin dann damit auch schon fertig. Ich kann mir die Haare so ein bisschen hindefinieren, wie ich möchte. Ich kann mir bei der Menge, die ich jetzt angewendet habe, kann ich auch nachher noch problemlos durch die Haare durchgehen. Mir ein bisschen wuscheln, mich ein bisschen spielen. Super easy, super smooth, einfach dann überhaupt kein Problem. Ich nehme jetzt auch dann ganz gerne mal den Quiff Roller, um hier vorne einfach mal so ein bisschen die Haare zur Seite, genau, und anlegen. So, ich zeige es euch. Da ist, ihr seht noch einen ganz leichten Glanz. Liegt natürlich an ein bisschen Bienenwachs, ein bisschen Öl, das mit drinnen ist. Wird noch ein bisschen matter, wird aber kein stumpfmatter Look. Ihr seid da bei einem, ich würde sagen, natürlichen Glanz bis vielleicht eine Stufe drunter ein bisschen matt. Das ist es, wenn ihr das Produkt so anwendet. Super smooth. Was ihr machen könnt, was mir manchmal auch ganz gerne gefällt, vor allem wenn ich weiß, ich bin irgendwie unterwegs und habe nicht die ganze Zeit die Möglichkeit, meine Haare zu richten oder halt nicht immer einen Spiegel parat oder lass es auf einem Konzert sein oder irgendwie. Dann nehme ich die besonders gerne her ins etwas feuchtere Haar, ein bisschen mehr Produkt einarbeiten, mir die Haare machen, denn dann bleiben die. Wenn ihr nämlich mehr von dem Produkt verwendet, dann zieht das nämlich schon gut an und wird auch angenehm fest. Also da habt ihr könnt zwar noch nachkämmen, das ist allerdings nicht mehr ganz so smooth zugegeben wie bei einer ölbasierten oder wie bei weniger Produkt, aber es geht. Allerdings benötigt ihr das Nachkämmen im Grunde auch kaum. Das wäre dann, ich sag mal, der andere Vorteil. Ihr habt dann einen schön kontrollierten Look, den ihr also ich sage jetzt mal mein klassisches mit Seitenscheitel und Tolle, geht auch super easy, bleibt dann halt auch da. Dann ist halt mit Nachkämmen nichts. Das ist so ein bisschen Vor- und Nachteil, je nachdem wie viel von dem Produkt ihr hernehmen wollt. Aber alles in allem gefällt mir das halt auch super. Ich habe es gesagt mit dem Duft, er ist leicht wahrnehmbar. Man hat ihn dann immer wieder mal so ganz leicht um die Nase, aber das ist nichts im Vergleich zu den anderen Fire & Brimstone Produkten. Was ist halt, sage ich mal, als Abwechslung auch mal, ist halt auch mal ein bisschen was anderes, ein bisschen was Leichteres, was Sanfteres, trotzdem immer ein bisschen eine herbe Unternote, gefällt mir persönlich auch ab und zu mal ganz gerne. Genau, also das war's jetzt mal von mir zur Fire & Brimstone Matte Clay. Würde mich freuen, falls ihr neu seid und noch nicht abonniert habt, würde mich sehr freuen, wenn ihr das macht. Lasst einen Daumen da nach oben oder nach unten, das bleibt ja euch überlassen. Schreibt uns einen Kommentar, wie euch das Video gefallen hat, wie ihr generell die Fire & Brimstone Season findet. Da gibt es ja ein paar verschiedene Produkte. Lasst uns doch einfach mal wissen, was ihr davon haltet. Und dann sage ich erstmal bis zum nächsten Mal. Ciao, servus, euer Max.